Okay, wir sind hier in einem Gründerzeithaus von 1927, wo der Dachstuhl jetzt nach 100 Jahren circa saniert wird und das nach KfW-Standard. Jetzt ist der ganze Dachstuhl komplett auseinandergerissen. Ich habe ihn komplett entkernt. Ist eigentlich sozusagen, ich nenne es jetzt mal nackig. Und ich versuche ihn jetzt wieder neu einzukleiden, dass daraus ein zweigeschossiges Dachgeschoss wird, wo, wenn ich reinkomme, einfach sage, wow. Und das Ganze kriegt nachher als Oberfläche einen Sumpfkalkputz, der die Eigenschaft hat, ca. 1 Liter Wasser auf den Quadratmeter aufzunehmen. Und durch diese Speicherqualität sorgt er für ein total ausgeglichenes Klima. Weil hier am Dachgeschoss, obwohl sehr gut gedämmt ist, muss man davon ausgehen, dass sich das hier ziemlich stark aufheizt. Und wenn wir das mit einem Sumpfkalkputz die Oberfläche gestalten, gehen wir davon aus, dass sich hier das Raumklima, auch wenn es draußen 35 Grad hat, hier gefühlte 27, zwischen 25 und 27 Grad wäre. Bauleitung, wie hier in diesem Falle, bedeutet für mich, dass ich mindestens 2 bis 3 Mal die Woche vor Ort bin, einen ständigen Kontakt mit den einzelnen Gewerken führe, dafür sorge, dass vorbereitende Arbeiten möglichst schnell erledigt werden, damit rasch weitergearbeitet werden kann. Wir werden hier für die Sanierung die Zimmerarbeiten gemacht. Ich war auch mit dabei bei der Planung. Von unserer Seite hat alles sehr gut geklappt. Mit auch, dass die Firma Fresco Raumgestaltung die Vorarbeiten sehr gut geleistet haben. Und auch der zeitliche Ablauf, wie das der Friesinger hier alles geplant hat, hat sehr gut gepasst. Bin sehr zufrieden mit der Baustelle. Durch die Sanierung dieser Dachgeschosswohnung, die schon etwas ins Alter gekommen ist, haben wir nun erreicht, dass die Räumlichkeit den Charakter des Modernen als auch den Charakter des Alten, des Altbaus erhalten geblieben ist. Wir haben es geschafft, dass die gesamte Räumlichkeit erweitert wurde, eine Weite bekommen haben. Diese Enge ist durch den Abbruch der Wände, durch diesen etwas größeren Eingangsbereich, durch die Versetzen der Treppe, ist sehr großzügig geworden. Die Wohnung ist sehr hell geworden durch das, dass wir größere Gauben eingesetzt haben. Alles in allem kann man sagen, es ist eine wunderschöne Wohnung entstanden mit einem modernen Altbauflair. Ich will mich auch noch bei den beteiligten Gewerken bedanken, insbesondere beim Zimmermann, der eine wunderbare, absolut fachgerechte Arbeit abgeliefert hat.
beim Fliesenleger, der eingesprungen ist, einfach spontan eingesprungen ist, um die Fliesenarbeiten zu erledigen. Bei meinem Elektriker, der schon seit Jahren mit mir zusammenarbeitet. Ebenso beim Trockenbauer und auch beim Installateur und Sanitärbetrieb.